Willkommen in Mondes Küche und frohe Ostern. Für euch wird Ostern wahrscheinlich schon vorbei sein, für mich kommt's noch. Und ich habe vor, zur Feier der Feierlichkeit Lammfleisch zu machen. Also bei mir gibt's heute ein Lammkarree, oder heute noch nicht, aber heute wird's vorbereitet. Denn ich möchte es marinieren, und zwar in einer ganz klassischen Rosmarin, Olivenöl, Knoblauch-Marinade. Und weil ich möchte, dass es genug Zeit hat, den Geschmack auch anzunehmen, mache ich das heute schon für, mal gucken, wann es passt, morgen oder übermorgen. Was dann die Ostertage wären. Und wie wir das machen, das zeige ich euch jetzt. Und hier ist eigentlich auch schon fast alles, was wir brauchen. Ich mache erstmal ein bisschen Knoblauch klein, denn der Rest geht so von der Hand. Einfach nur ein bisschen klein machen. Da muss jetzt keine Kunst draus gemacht werden. Und dann schnappe ich mir so einen Zipperbeutel und packe da einfach alles rein. Hier nehme ich ein bisschen die Nadeln ab. Frischer Rosmarin schon riecht, gerade vom Strauch gepflückt. Blüten sind noch dran. Dann mache ich auch jetzt an der Stelle schon mal was Salz rein. Bisschen Pfeffer mache ich auch schon dran. Dann natürlich Olivenöl. Auch nicht zu knapp. Dann das Fleisch dazu. Zumachen. Und dann gut kneten. Jetzt wird das schön ins Fleisch einmassiert, so gut es eben jetzt schon geht. Und dann packe ich das Ganze in den Kühlschrank und dann bleibt das da erstmal drin. Und zwar mindestens mal 24 Stunden, möglicherweise sogar 48. Und dann würde ich sagen, in 1-2 Tagen sehen wir uns wieder. 2 Tage später ist die Marinade hoffentlich schön überall dran gekommen, wie man übrigens vielleicht sehen kann. Habe ich mich zwischendurch entschieden, die einzelnen Koteletts auseinanderzuschneiden, voneinander zu trennen. Der Grund dafür ist eigentlich ganz einfach. Wie ihr ja wisst, oder zumindest die, die schon länger dabei sind, bin ich kein Koch. Ich koche einfach gerne, aber bei mir soll es schnell und einfach gehen. Und die einfachste Art und Weise, so ein Stück Fleisch zu garen, ist, wenn man es eben klein macht und dann einzeln in der Pfanne brät. Man könnte das Ganze auch zusammenlassen, man kann es im Ofen backen, dann hat man natürlich, wenn man den richtigen Gargrad am Ende findet, durchgehend dieses rosige Fleisch, was man haben möchte. Man könnte es theoretisch sogar im Ganzen in der Pfanne garen und es gibt natürlich noch viele andere Möglichkeiten, sowas zu garen. Aber wie gesagt, die einfachste ist, die einzelnen Koteletts, eventuell auch im Butterfly Cut, in der Pfanne zu braten. Und dann kann man bei jedem Kotelett selber checken, ob es den Gargrad hat, den man haben will. Und da es schnell und einfach gehen soll und ich, wie gesagt, kein Profikoch bin und nicht mal sicher wäre, ob ich es hinbekommen würde, das im Ofen zu garen als Ganzes und ich den Ofen noch für was anderes brauche und der deshalb sehr heiß sein wird, habe ich mich entschieden, es so zu machen. Bevor das Fleisch aber in die Pfanne kommt, denn das braucht nur ein paar Minuten, kümmere ich mich jetzt um die Beilagen. Und da gibt es heute Süßkartoffelpommes, könnte man sagen. Süßkartoffelsticks aus dem Ofen. Eine halbe Süßkartoffel reicht für mich als Beilage. Die wird jetzt erstmal geschält und dann in diese Sticks geschnitten. Auch da soll jetzt natürlich etwas Geschmack dran, also kriegen die auch eine kleine Marinade. Dafür gebe ich erstmal ein bisschen Olivenöl dazu. Einmal natürlich auch für den Geschmack, aber vor allem einfach, damit sich die Gewürze, die ich jetzt dran mache, schön verteilen können daran. Das ist jetzt natürlich ein bisschen einfach Geschmackssache. Der eine macht das, der andere macht das dran. Bei mir gibt es jetzt erstmal ein paar Chiliflocken getrocknete, einen Kräutermix. Auch hier natürlich kann man machen, was man möchte. Rosmarin ist immer gut bei sowas, aber Thymian vielleicht. Aber es ist Geschmackssache. Pfeffer mache ich noch dran. Dann habe ich hier etwas granulierten Knoblauch, ebenfalls granulierte Zwiebeln und natürlich eine gute Prise Salz. Und alles gründlich vermengen. Sticks aufs Backpapier, möglichst verteilen, damit die Hitze auch an alle Seiten rankommt. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. Ich tue es bei 200 Grad rein. Wie lang hängt natürlich von der Stärke eurer Sticks ab. Ich würde mal schätzen, irgendwo zwischen 20 und 30 Minuten. Ich gucke einfach rein, wie es aussieht. Außerdem werde ich mir noch einen kleinen Blattsalat machen, weil es so viele gibt, die gerne die Mengen wissen wollen. Heute mal richtig abgemessen, also Löffel im Verhältnis 3:1, 1 Löffel Essig,
und 3 Löffel Öl. Dann mache ich einen Spritzer Honig dazu und ungefähr einen Teelöffel Senf mache ich noch mit dran, Salz und dann gut vermischen. Mal abschmecken. Nicht vergessen, es muss ein bisschen intensiver sein, als es nachher mit dem Salat wird, da der ja gut noch ein bisschen Wasser mit reinbringt. Einen kleinen Ditcher Honig mache ich noch, weil ich den kaum schmecke. Und dann kommt das erstmal beiseite, bis der Salat gewaschen ist und alles andere auch fertig ist. Und dann wird angerichtet. Yummy! Die Süßkartoffeln sehen schon ganz gut aus. Die werden es also so in 5 bis 10 Minuten sind die soweit. Deshalb kommt jetzt das Fleisch rein. Das braucht ja auch nicht lang. In der Pfanne ist jetzt einfach noch mal ein bisschen Pflanzenfett, damit es nicht so anbrennt. Es wird jetzt relativ heiß, weil die Dinger sind ja recht dünn. Und ich möchte natürlich, dass sie nicht so komplett knochentrocken sind. Olivenöl mit dem Knoblauch noch mit dazu. Dann schön einfach in Ruhe ein bisschen brutzeln lassen. Zwischendurch, wenn man nicht so ein Gefühl dafür hat, einfach mal gucken. Und wenn man eine schöne Bräunung hat, dann einmal umdrehen. Dasselbe nochmal und dann sind die auch schon fertig. Und das war's auch schon. Und dieses Gericht, so einfach es ist, ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen. Also ich persönlich bin sowieso ein riesen Lamm-Fan, deswegen das Fleisch ist sowieso der Hammer. Die Süßkartoffel Pommes, ich nenne sie jetzt mal so, obwohl sie nicht wirklich knusprig sind natürlich, sind trotzdem auch immer sehr lecker. Also richtig gut. Die Gewürze sind super dazu. Ich hatte, das letzte Mal, als ich gemacht habe, habe ich mir schon Ketchup Mayo bereitgelegt. Habe ich gar nicht gebraucht. Die Dinger haben richtig Geschmack, die sind super lecker. Kann ich nur empfehlen. Salat natürlich, einfaches Dressing, immer gut. Yum, yum, yum. Und der King des ganzen Gerichts. Dampfend heiß, saftig. Ja, von den Dingern kann ich 1 Kilo fressen. Einfach nur gut, einfach nur gut. Einfach, schnell. Abgesehen von der Marinierzeit natürlich, weil man das machen kann, wie man möchte. Man muss es jetzt auch keine 2 Tage, ich habe es jetzt 2 Tage marinieren lassen. Muss natürlich nicht sein, es ist aber einfach extrem lecker. Also ich wirklich, macht's nach, super lecker. Wenn es euch gefallen hat, gerne abonnieren, liken, den ganzen Kram. Nicht vergessen, nächstes Mal wahrscheinlich erstmal wieder Kärtchen, dann wird wieder gekocht. Ich hoffe, ihr seid dabei und dann bis zum nächsten Mal.